Wir haben heute ein Labor, wo wir mit 13 Wissenschaftlern, Moderatoren und ungefähr 250 Teilnehmern das kühne Vorhaben umsetzen, die Geschichte der nächsten 10 Jahre zu schreiben. Das Einzige, was wir setzen, ist eine Krise 2026 und die Möglichkeit, was folgt aus dieser Krise, wie kommen wir raus und wie können wir deutlich machen, dass diese Krise vielleicht so gar nicht hätte passieren müssen. Und all das, um ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen, was die entscheidenden Fragen stellt: Kann diese Krise aufgearbeitet werden? Steigende Preise für Essen. Ja, Wasser wird teuer. Ja. Und das wirft andere Probleme auf. Was wir sehen, ist, dass es ein großes Misstrauen gibt im bestehenden System, was die Finanzen angeht, die Banken, wie sie sich verhalten, aber auch die Politik dann hinterher. Ich fand es wahnsinnig spannend, mit ganz verschiedenen Menschen über Themen zu reden, die uns alle beschäftigen. Inhaltlich ist es sehr wüst, aber ich denke, dass viel der Fall ist, dass die Zukunft düster gezeichnet wird, weil es so schwer ist, sie sich vorzustellen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so komplex und die Welt ist so komplex, dass ich dazu mehr Leute brauche, um ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht können wir auch einfach mal an uns glauben und sagen, 2026 haben wir ein proeuropäisches und gemeinschaftliches Verständnis. Wir müssen es vielleicht auch lernen, nicht alles immer gleich lösen zu können. Und da ist das Theater als Unterbrechungssetzer sowieso der ideale Ort. Es wird Wissen geteilt und erarbeitet mit dem Ziel, es ins Plenum zu bringen. Wie viel wird noch privat sein und wie viel Staat? Also die Deutsche Bank geht pleite, es ist klar, wenn überhaupt gerettet, dann vom Staat. Zurück zum Staat, das ist die Altherren-Variante. Oh. In Bezug auf die Bewältigung einer normalen Finanzkrise wie 2008 mag der Staat ein Altherrenwitz sein. Wenn die Krise tatsächlich existenziell ist, dann stellen sich enorme Verteilungsfragen. In 2026, the headline is "Let them eat money." This is happening because you didn't listen to us. Food and drinks were all replaced by just coins and bills of money. The water supply is turned off and there's roadblocks and sit-downs. Eine Krise ist immer ein Moment, um Innezahlen sich zu verändern, und viele Veränderungen können ohne Krise nicht eintreten. And so we were actually working on the assumption that the crisis would bring about change faster, perhaps than we anticipate today. Interessant ist, dass hier Wissenschaftler zusammenkommen aus völlig unterschiedlichen Fachgebieten und die setzen sich mit mehr oder weniger Laien an den Tisch und diskutieren. Und diese Mischung, sich auf Augenhöhe zu begegnen, ist Grundbaustein für das Humboldt-Forum. Die Art, gesellschaftliche Prozesse gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten, diese künstlerisch zu verweben, mit Wissenschaftlern, Künstlern, Theater machen, mit den Akteuren in der Stadt oder weltweit gesehen, das ist wirklich exemplarisch und soll uns Vorbild sein. Die Tatsache, dass dieser Tag etwas produziert, dass er Menschen zusammenbringt in ihrem Denken, in ihren Fragen und Zweifeln, ist für mich eigentlich ein Geschenk.